Ja, ich beginne dann mal. Eine Minute verzögert, ansonsten pünktlich und mache hier gerade mal ganz kurz so, also, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Sattva AI Chat Vorstellung. Ich zeige euch heute mal oder Ihnen heute mal unsere AI-Plattform, AI-Plattform, KI-Plattform und, führe Sie da so ein bisschen ein, was wir damit so anfangen können auf Einsteigerniveau und ja, bin mal gespannt, was Sie heute mitnehmen. Ich würde Sie dann bitten, Ihr Mikrofon tatsächlich stumm zu lassen und Fragen im Chat zu stellen. Möglichst, möglichst klar im Chat, ohne Mikrofon. So. Wichtiger Hinweis noch meinerseits, wir zeigen heute KI-Agenten. Das müssen Sie sich vorstellen wie der Arbeitskollege, der sehr viel mehr weiß als man manchmal selbst, je nachdem, was er wissen soll und der ihm da einfach ein bisschen unterstützt und, Arbeit abnimmt und auch öfter mal weiterhelfen kann, wenn man selbst nicht weiter weiß. Dann haben wir noch einen KI-Agenten heute dabei, unseren Justus. Da ist mir noch wichtig zu erklären, der ist, für Rechtsempfehlungen da. Also bitte nicht als verbindliche Rechtsberatung sehen, sondern er gibt rechtliche Einleitungen, rechtliche Richtungen, die aber auf jeden Fall nicht rechtsgültig sind. Ja. So, ich würde dann mal den Bildschirm hier teilen, damit Sie auch mal den Chat sehen. Das ist hier. So, dann mache ich jetzt auch mal meine Kamera aus, damit wir auch für die Aufzeichnung ein klares Bild haben und damit Sie auch den Bildschirm richtig sehen. So, also fangen wir mal mit unserem AI-Chat an. Wenn wir diesen öffnen, kommen wir nach dem Login auf unsere Plattform. Hier haben wir eine ja, relativ einfache Übersicht. Man hat jetzt hier noch keinen Chat offen, man kann einen neuen Chat starten, dazu kommen wir jetzt gleich. Man hat hier oben sein Profil, dazu erkläre ich gleich was in den einzelnen Parts, hat hier eine Ordnerstruktur für Projekte. Ja, und dann starten wir doch, würde ich sagen, gerade mal mit dem Profil. Also das ist jetzt die Ansicht, man hat sich frisch eingeloggt und man hat hier sein Profil. Wir haben jetzt mehrere auf diesem Demo-Account angelegt. In dem Fall ist der grüne Haken hier bin ich angemeldet. Und wenn ich hier drauf gehe, dann sind meine Profilinformationen hinterlegt. Warum das wichtig ist oder sinnvoll ist, ist ganz einfach, damit die KI weiß, mit wem sie zu tun hat und was mein Hintergrund ist. Ne? Der Michael ist jetzt, also der Michael Wegener, hat ja ganz andere Hintergründe und braucht ganz andere technische Antworten als ich zum Beispiel. Und die KI versucht ja immer auf Augenhöhe auf das einzugehen, was man selbst auch ein bisschen, ja, nicht hören will, aber wie man selbst auch kommunizieren würde. Deswegen, mein Name steht hier oben drin und noch meine Nationalität, damit die KI auch weiß, es ist ein deutscher Name, kann mich bitte immer in Deutsch ansprechen. Kommt auch noch hier unten. Dann, das ist eher optional, wenn man das möchte, fürs Profil eine Profilbild-URL und dann Infos über einen selbst. Ne? Bei mir sind es jetzt Informationen, was ich so mache, woher ich komme, was meine Ausbildung war, dass ich bei der Sattware arbeite als Anwendungsentwickler, dass ich Webseiten mache und auch, was ich hobbymäßig noch mache. Hier unten haben wir dann noch eine Anleitung mit eigenen Instruktionen, wie die KI mir antworten soll. Ne? Ich möchte nicht, dass die KI mich mit Sie anspricht. Ich möchte, dass sie mich per Du anspricht, also Augenhöhe, das ist mir immer ganz wichtig. Deshalb steht hier die Anweisung drin, sprich mich mit Du an, berücksichtige da immer mein breites Spektrum an beruflichen und privaten Interessen und was ich so mache, damit einfach manchmal auch zur Erklärung Bezüge hergestellt werden können, mit denen ich was anfangen kann. So, also hier weiß schon mal die KI, mit wem sie es hier zu tun hat. Dann haben wir hier links die Ansicht der Ordnerstruktur. Hier haben wir jetzt für ein Projekt angelegt, für heute, Webinar für KI-Einsteiger am 6.6.2025. Hier sind schon 3 Demo-Chats drin, die überspringe ich erstmal und gehe hier mal erstmal in die Projekteinstellungen. Hier haben wir jetzt das Ziel der Präsentation, also das Ziel des Projektes. Das könnte zum Beispiel sein, Erstellung einer Website für eine Arztpraxis oder in unserem Fall jetzt Präsentation der Funktionen von chat.sattware.ai und den Agenten Suri, Luna und Justus. Webinarleiter steht mein Name drin. Durch den Bezug auf mein Profil ist dann der Kontext auch da, wer hier dieses Webinar überhaupt macht. Teilnehmer ist unsere Zielgruppe angegeben. Heute geht es für KI-Neulinge und Privatleute, Unternehmer, aber auch Bestandskunden, die noch nicht den Fuß in unserem KI-Chat gefasst haben. Ja, die sind hier heute vorgesehen als Zielgruppe. So, und hier
Ähm, stehen noch ein paar Infos. Als Standardagenten, wenn man ich komme noch dazu, dass man speziell KI-Agenten ansteuern kann. Wenn man keinen KI-Agenten gesondert anspricht, dann antwortet in diesem Projektkontext jetzt hier unsere Suri. Projektdokumente haben wir hier keins drin. Hier kann man tatsächlich auch Dokumente schon mal hochladen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kontext braucht, dass man eine Website baut und der Kunde hat schon mal eine Struktur geschickt, was muss in dieser Website enthalten sein, dann kann man die hier reinladen und kann dann in der KI fragen, was steht in dem Dokument drin, oder die KI berücksichtigt automatisch den Inhalt der Dokumente. Das ist dann der Kontext auf Projektebene. Das heißt, wir haben unser Profil, das hatten wir eben, jetzt haben wir unser Projekt und jetzt gehen wir dann in einzelne Chats. Das muss ich hier gerade mal kurz schauen. So, also wir haben heute mal 3 Demo-Agenten vorgesehen. Tatsächlich ist es so, dass Kunden bei uns immer 3 Agenten bekommen zur Auswahl, je nachdem, was zu den Kunden passt. Hier haben wir heute mal den Justus an Bord, das ist unser Rechtsexperte. Hier ist, wie gesagt, wichtig mir zu erwähnen, dass er allgemeine Rechtsempfehlungen gibt. Das heißt, da bitte immer, wenn es um Rechtsthemen geht, das nochmal von einem Experten prüfen lassen. Das sind tatsächlich Anleitungen und Empfehlungen. Aber da hat man oft schon mal so eine Richtung. Dann haben wir unsere Luna Alesi. Das ist unsere Organisationsexpertin, die hilft zum Beispiel beim Strukturieren des Alltags. Wenn ich jetzt sage, ich komme gar nicht hinterher mit E-Mails und Kundentelefonaten und Projekten, dann kann die Luna mir da gezielter helfen, mir einen strukturierten Arbeitsalltag als Beispiel aufzubauen. Dann haben wir unsere Suri und die ist dafür da, um den Arbeitsalltag, aber auch das Privatleben noch so ein bisschen gescheiter zu trennen, also für die Work-Life-Balance, für die Work-Life-Integration. Die hilft dabei tatsächlich, das ganze Thema Struktur im Beruf noch im Beruf zu lassen und aber auch zu schauen, dass man noch Struktur im Alltag hat. Das sind unsere 3 Demo-Experten für heute. Dann würde ich sagen, machen wir uns hier mal einen Chat auf mit der lieben Luna als erstes. Ich kann jetzt hier draufklicken auf den Agenten und spreche ihn direkt an. Allerdings hätte ich auch die Option allgemein, ich kopiere das hier mal raus, wenn ich einen neuen Chat aufmache und Suri ist hier ja als Standard, kann ich auch immer einen Agenten so ansprechen, also Add und dann den Namen des KI-Agenten. Ich mache das jetzt mal so, wie wir es jetzt hier normalerweise im Projektkontext machen würden. Das heißt, ich spreche hier Luna an und sage ihr Luna, ich habe mir hier was vorbereitet. Erstelle mir einen strukturierten Plan für ein 5-köpfiges Team, um Projektaufgaben besser zu organisieren. Ist ja gar nicht so einfach, fünf Leute zu managen. Wir haben derzeit 3 laufende Projekte und treffen uns jeden Montag. Das sende ich jetzt einfach mal ab, @Luna Alesi. Dann ist egal, ob hier Suri steht, Luna weiß dann, dass sie angesprochen wird. Was man hier jetzt sieht, ist erstmal erschlagend, aber das braucht sie jetzt erstmal gar nicht beschäftigen. Das hier ist die transparente Reasoning-Darstellung. Reasoning beschreibt kurz gesagt den Denkprozess der KI. Das ist in vielen KIs, die man so kennt, da steht dann, die KI denkt und verarbeitet, aber was sie wirklich macht, weiß man gar nicht. Das ist wie eine Blackbox. So, und bei uns ist es aber so, dass das Reasoning transparent offengelegt wird, dass man auch sieht und verifizieren kann, wie ist der Denkprozess, ne? Es sendet sich selbst quasi Steps und überdenkt es, verfeinert die Antwort und schickt mir dann hier am Ende die richtige Antwort an mich. Hallo Tim, hier ist ein strukturierter Plan. Und im Endeffekt sind das jetzt die Advices für meine Frage. Ne? Das heißt, ich soll eine feste Meeting-Agenda machen, effektives Aufgabenmanagement ist wichtig, klare Rollen und Verantwortlichkeiten zuteilen, die kontinuierliche Verbesserung, also Feedback-Schleife. Ja, das sind ja, sage ich mal, Management Basics, aber es hilft ja trotzdem, das Ganze jetzt mal strukturiert ausgeführt zu kriegen. Jetzt kann ich zum Beispiel auch, ich schaue hier gerade mal, genau, jetzt kann ich hier auch sagen, gib mir dafür bitte eine Checkliste und dann kann Luna denkt jetzt wieder drüber nach, wie mache ich eine Checkliste, was haben wir vorher besprochen und hier kommt jetzt eine Checkliste und jetzt kann ich nach und nach abhaken, strukturiert, was ich in meinem Unternehmen für das Management aufbauen will. Dann haben wir noch als nächstes Beispiel hätten wir den Justus zum Beispiel mal. Hier habe ich auch einen Demo-Prompt vorbereitet.
Wenn ich jetzt hier @Justus Alesi anschreibe, dann weiß wieder Justus, dass er gemeint ist. Und dann ist hier unser Demo-Prompt heute ist Justus, viele Familien sind unsicher bei Verträgen. Gib allgemeine Empfehlungen, worauf sollten Eltern bei einem Mietvertrag grundsätzlich achten, keine individuelle Beratung, also nicht zu viel ins Detail, nur generelle Orientierung. Jetzt will ich einfach mal wissen, worauf achtet denn ein Rechtsexperte, wo vielleicht jetzt einer keinen Plan hat, worauf er achten soll. Ja, und hier ist dann der Anweisungsschritt, Initialisierung des Denkprozesses zur Beantwortung der Frage nach allgemeinen Empfehlungen. Das hier ist jetzt der Internal Monologue. Das sieht jetzt ein bisschen technisch aus, aber man versteht es ja, wenn man reinkommt. Internal Monologue ist jetzt hier, er sagt sich selbst quasi, was habe ich gesagt, wer ist das, wer hat mich gefragt. Ne? Hier hat er jetzt auch meinen Kontext, der Name aus meinem Profil, dass ich der User bin, der gefragt hat. Hier sind dann die Gedankengänge, Reasoning Analysis für Confidence. Ne? Hier wird selbst dann nochmal überprüft, ob die Antwort denn auch genau genug ist. Wenn sie nicht genau genug ist, dann denkt er nochmal drüber nach. Und am Ende kommt dann, äh, kommt dann, kommt dann die Final Answer. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Hier hat er ganz schön viel Reasoning gemacht. So, hier ist dann unsere Final Answer nach den ganzen Denkprozessen, weil er seine Antwort immer wieder verfeinert hat. Ne, hier steigt noch die Confidence, also die Genauigkeit ist jetzt hier schon ziemlich hoch, aber das ist schon wieder weiter technisch. Hier unten haben wir unsere Final Answer. Lieber Tim, die Prüfung eines Mietvertrags ist für Familien besonders wichtig, da viele Klauseln direkte Auswirkungen auf den Alltag und die finanzielle Situation haben können. Zusammenfassend solltet ihr als Eltern bei einem Mietvertrag grundsätzlich auf Folgendes achten: Die gründliche Prüfung des gesamten Vertrags, detaillierte Dokumentation, Kenntnis eurer Rechte, besondere Aufmerksamkeit bei problematischen Klauseln. Und dann kommt nochmal der wichtige rechtliche Hinweis, dass es zur Orientierung gilt und keine individuelle Rechtsberatung da ist. Aber das hatte ich auch schon erwähnt. Wenn ich jetzt hier, was sind meine gängigen Rechte als Mieter, welche oft nicht bekannt sind? Kurze Antwort bitte. So, wenn ich jetzt nochmal genauer nachfragen will. Hier. Hier sind einige gängige Mietrechte, die oft nicht bekannt sind. Ne? Die Unwirksamkeit vieler Schönheitsreparaturklauseln. Das ist ja der Klassiker. Mieter müssen nicht pauschal renovieren, da viele Standardklauseln rechtlich unwirksam sind. Recht auf Haustiere, hat uns jetzt hier betroffen. Mietminderung bei Mängeln und Recht auf Untervermietung. Ne, das sind alles Sachen, die sind oft Streitpunkte, aber wenn man sich selbst da schon mal so einen Leitfaden holt, wonach man gezielt recherchiert oder jemanden fragt, dann hilft das hier schon sehr viel. Dann haben wir beim nächsten Beispiel gehen wir mal über zu unserer Suri. Hier wähle ich wieder @Suri Alesi und hole mir hier wieder mein Beispiel. So, und will jetzt allgemein einfach mal wissen: Eine berufstätige Familie mit 2 Kindern fühlt sich überlastet. Entwickle praktische Strategien für bessere Work-Life-Balance. Jetzt haben wir unsere Unterkunft, jetzt haben wir unseren Job organisiert und unser Team. Jetzt möchte ich aber zu Hause auch ein bisschen Organisation haben, damit ich mich auch mit meiner Familie noch verstehe. Entwickle praktische Strategien für bessere Work-Life-Balance. Haushaltsorganisation, Kinderbetreuung und Familienzeit. Alles wichtige Faktoren. Ne, wird jetzt wieder drüber nachgedacht. Was jetzt noch eine Besonderheit ist, die ich noch erwähnen kann: Sobald wir uns hier in einem Projekt bewegen, hat jetzt unser Chat mit der Suri den Kontext von den ganzen anderen Chats. Das heißt, es ist nicht hier nur gültig, was in den Projekteinstellungen steht, sondern Suri weiß jetzt auch, wenn sie möchte, dass ich im anderen Chat den Justus schon nach dem Mietvertrag gefragt habe. Wenn ich jetzt hier fragen würde, ähm, was habe ich für Verträge schon besprochen, dann kann mir hier die Suri sagen, du hast mit Justus den Vertrag besprochen. Also er hat den Kontext innerhalb eines Projektes, also hier in dem Ordner. So, jetzt gucke ich mal, das war auch schon das Ende. Also vom Chat. Ich wusste nicht, wie lange das Reasoning geht. So, ich bin Suri Alesi, deine Spezialistin für ganzheitliches Heim- und Familienmanagement. Meine Empfehlungen basieren auf bewährten Praktiken und sind darauf ausgelegt, das Wohlbefinden deiner Familie zu verbessern. Meine Zuversicht ist so, dass diese Strategien Entlastung bringen können. Also, dann haben wir erstmal die Multi-Option Solution Generation. Ist einfach mehrere Optionen, um an dein Ziel zu kommen. Also, wir hatten ja verschiedene Punkte auch mitgegeben für die KI. Das heißt, wir haben hier Effizienz,
Empfehlungen für die Haushaltsorganisation, um da ein bisschen effizienter zu werden. Das heißt einmal zum Beispiel 'nen Wochenplan für die Aufgaben, digitale Tools, ne? Wir haben jetzt zum Beispiel auch 'n digitalen Kalender. Das sind sehr Basics, aber ist ja trotzdem gut, wenn sie erwähnt werden. Minimalismus und Ordnungssysteme. Und dann haben wir hier die Ausführung für die Kinderbetreuung und hier für den Punkt Familienzeit. Ja, das zu dem Thema. Also, dann können wir auch mal übergehen zu ich habe da nämlich noch was in petto. Wir haben das Ganze auch noch in einem Multiagenten-Prompt. Also, das heißt, wenn ich jetzt diese ganzen Chats einzeln mache, ist das ja irgendwann auch man schreibt da das rein, da das rein. Wenn ich jetzt 'n neuen Chat mache und ich habe hier mal 'n Demo-PDF vorbereitet, das ist fürs Haus ein befristeter Mietvertrag zum Beispiel. Dann kann ich entweder schreiben: „Schau in das PDF und fasse es für mich zusammen.“ Dann würde ich eine Antwort kriegen, Zusammenfassung des PDFs, hier ist der Inhalt. Oder aber wir schalten mehrere Antworten in die Warteschleife. Das geht hier in unserem Chat mit 4 Minus. Da wird die Nachricht unterteilt. Also, in dem Fall würde erst diese Nachricht gesendet werden. Wenn die Antwort gekommen ist, dann würde diese Nachricht nach den 4 Strichen, nach den 4 Minus gesendet werden. Das heißt, im gesamten Kontext können wir uns das jetzt einmal anschauen. Das heißt, wir haben als Nachricht 1 haben wir, dass es PDF zusammenfassen soll, dann Luna Alesi, da wird Luna angesprochen. Was ist da für mich wichtig? Justus wird angesprochen parallel, also nicht parallel, aber danach, im selben Kontext. Was sind rechtliche Implikationen? Und am Ende wird dann wieder an die Suri, die ist ja unsere Standardagentin, wird dann die Anweisung geschrieben, dass sie die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen soll. Das kann ich jetzt mal absenden. Dann schauen wir mal, was passiert. Hier unten rechts sieht man jetzt auch die Warteschlange. Und dann können wir mehrere Agenten ansprechen in einem Chat. Die sind quasi wie so eine Art War Room und bringen dann jeweils ihre Kompetenz mit ein. Das ist ganz praktisch. So, das ist jetzt die Zusammenfassung. Einmal von der Suri. Das hilft jetzt auch schon mal für den Kontext für die anderen Agenten. Ne, hier unten ist dann @Luna. Was ist da für mich wichtig? Nowmap, dann geht sie hier die Inhalte durch. Hier Tim basieren und hier wird es wieder wichtig. Was ist für mich wichtig? Ist ja die Frage. Was ist da für mich wichtig? Und mein Kontext ist ja im Profil hinterlegt. Ich bin Webentwickler, das heißt, Kontext wäre zum Beispiel, würde jetzt drinstehen, ich darf kein Homeoffice machen in meinen Räumlichkeiten, dann wäre das schon mal ein Punkt, wo mich der KI-Agent oder die KI-Agentin darauf hinweisen würde und sagen, hey, als Webentwickler würde ich da aufpassen. Wenn ich aber Kindergärtner bin, interessiert mich das vielleicht nicht. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Nowmap hier. Thema sind Webentwickler. Sind folgende Punkte aus dem befristeten Mietvertrag besonders relevant für dich? Ne? Und da wird Bezug genommen auf mein Profil. Was möchte ich wissen als Tim, als Webentwickler und nicht als Michael, nicht als Dietmar, sondern was ist für mich wichtig? Die Planungssicherheit und die Befristung. Der Vertrag ist befristet. Keine Planungssicherheit für deine Projekte und Reisen. Bedeutet aber auch, dass du dich rechtzeitig um Verlängerung oder neue Unterkünfte kümmern musst. Es gibt keine automatische Verlängerung. Nutzung der Räumlichkeiten für deine kreative Arbeit. Ne? Benutzung der Mietsache. Prüfe, ob das groß genug ist für mein Equipment, für Motion Graphics, Foto und Video. Relevanter Punkt bei mir tatsächlich. Und einen komfortablen Homeoffice-Bereich bietet. Wichtig ist Paragraph 10, die Nutzung der angemieteten Räume zu anderen als Wohnzwecken bedarf der Erlaubnis des Vermieters. Auch An- und Einbauten, spezielle Beleuchtung, auch erfordert dessen Zustimmung. Kläre dies im Vorfeld. Das sind wichtige Hinweise. Verantwortlichkeit für Instandhaltung, du bist für kleine Reparaturen zuständig, Haftung für Schäden ist umfassend, stehst auch Schäden für später Anzeigen ein. Als technischer Leiter bist du es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen, aber hier ist direkt auf deinen Wohnraum bezogen. Effizienz und Kommunikation, Pünktlichkeit ist klar geregelt und so weiter und so fort. So, dann habe ich Justus gefragt, was sind rechtliche Implikationen? Oh, hier hat er ein Minus vergessen tatsächlich. Aber es müsste trotzdem eine relativ sinnvolle Antwort gegeben haben. Aber da sieht man direkt, ist ein Minus zu wenig, funktioniert die Warteschlange nicht. Müsste trotzdem funktioniert haben, aber Justus hat mir es dann halt zusammengefasst, nicht Suri. So, okay. Justus hat mir jetzt durch den kleinen Fehler, das ist vielleicht ganz gut, dass das hier drin ist, hat mir jetzt Bezug genommen auf die Frage. Das heißt, er hat mir die wichtigsten rechtlichen Implikationen in 2 bis 3 Sätzen zusammengefasst. Ich möchte aber gleich noch mal, dass unser Standardagent, also in dem Projekt die Suri, uns die gesamten
die gesamten Erkenntnisse von allen Antworten zusammenfasst. Das machen wir jetzt gleich. Wir haben auf jeden Fall ich frage jetzt noch mal separat tatsächlich. Ich frage jetzt einfach mal so, wie es gedacht ist: „Et justus, was sind die rechtlichen Implikationen?“ Ja, also im Sinne von: „Sag mir, was da rechtlich zu beachten ist.“ Das möchte ich aber ein bisschen er hat es mir tatsächlich relativ kompakt geschrieben. Finde ich auch ganz gut. Als Webentwickler bin ich kein Anwalt. Hilft mir eigentlich ganz gut zu verstehen. Dieser befristete Mieter endet automatisch. Für dich als Mieter, das ist ordentliche Kündigungsfrist für deswegen Eigenbedarfs ausgeschlossen ist, was dir während der Lebens erhöhte Sicherheit bietet. Und dann möchte ich einmal noch eine Zusammenfassung von allem haben. Dann antwortet uns wieder unsere Suri und gibt mir von allem okay, gibt jetzt dieselbe Antwort. Liegt vielleicht daran, weil wir heute hier vorne schon das hier, falsch eingetippt haben. Also, nächstes Mal achte ich da drauf. So, dann hätten wir einmal den Multi-Agenten-Test gemacht. Also, wir haben jetzt einmal, die Einzelchats, einmal, wo ich alle Agenten mit einbeziehe. Jetzt schaue ich mal ganz kurz. Ja, was ich hier halt ganz schön finde, ist, dass die Denkprozesse offengelegt sind. Das heißt, ich kann hier jetzt wirklich nachvollziehen, wie kommt die KI auf die Antwort. Und wenn hier jetzt schon wenn man das möchte, kann man hier durchlesen, wie bin ich da drauf gekommen, also wie ist die KI da drauf gekommen. Wenn man hier schon sieht, die nimmt falsche Annahmen an, dann kann man Sachen schon im Denkprozess erklären und kann sagen: „Hey, ich bin aber äh, kein, äh kein Webentwickler für, Websites, sondern nur für Onlineshops zum Beispiel.“ Und dann ist der Kontext auch wieder 'n anderer. Man kann dann mehr drauf eingehen, was, als gutes Ergebnis rauskommt. So, dann wären wir tatsächlich hier schon mit der Anfängerdemo durch. Ich würde hier grad mal fragen, ob bisher Fragen bestehen und die vielleicht bitten, einmal im Chat zu formulieren, wenn ich hier was beantworten kann. Ja, Dietmar schreibt. Genau, Ordner verschieben, kann man einfach per Drag and Drop. Also, die Frage war: „Bitte mal zeigen, wie man 'n Ordner verschieben kann“, nur damit auch für die Aufnahme. Man kann hier tatsächlich einfach, Ordner per Drag and Drop ordnen. Man kann aber auch sich jetzt, Chats von anderen Ordnern hier reinholen. Also, wenn ich jetzt tatsächlich will, dass ich vom Webinar hier, ähm, den letzten Chat haben will, ich schaue mal ganz kurz, ich nehme mal den hier. Ne, das ist von letztem Webinar, das ist 'n bisschen komplizierter gewesen. Das kann ich mir aber genauso hier oben reinziehen und dann kann ich mir das in meinen Ordner hier oben mit reinlegen. Ich schaue grad mal, ob ich 'n besseres Beispiel noch finde. Ähm, hier Betriebsrat. In den Justus. Okay, Moment. Justus Alesi. So, PDF-Analyse. Ich kann mir jetzt zum Beispiel hier hat die, hat, was nehme ich denn da? Ein Chat aus Luna. Okay, Moment. Ein Chat aus Luna. Na ja, ich kann ja aber tatsächlich einfach ich suche jetzt grad den Ordner Luna.
Ich kann aber auch ein neues Projekt anlegen. Ich kann hier Luna anlegen. Wenn ich hier schreibe, gib mir 10 Punkte, um mein Teammanagement im Unternehmen gut zu strukturieren. Da kann ich einmal Luna fragen zur Organisation. Dann lege ich hier parallel schon mal einen Ordner an und nenne den mal Justus. Und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, du bist. Wo ist unser Justus? Da ist unser Justus. Jetzt lasse ich Luna einmal 10 Punkte für meine Unternehmensorganisation erstellen und dann ziehe ich den in Justus und sage, prüf mir das, ob das rechtlich okay ist. Ne? Klare Ziele, Erwartungen, das sind jetzt klassische Steps. Jetzt ziehe ich das hier rüber und sage jetzt hier, prüfe mir das auf rechtliche Konformität. Jetzt antwortet doch Luna. Arbeitsrecht beispielsweise. Also, ich kann jetzt gerade nicht direkt beantworten, wieso jetzt Luna antwortet. Ich kann aber immer einen anderen Agenten so ansprechen. Also, ich kann immer sagen, prüfe mir das auf rechtliche Konformität, Arbeitsrecht etc. Ne, in dem Fall würde ich jetzt den Agenten dann mal gezielt ansprechen. Und dann kann ich mir auch immer den Justus so hier reinholen. Jetzt kommunizieren die beiden miteinander. Klarheit des Disclaimers. Also, Moment. Fazit meiner Überprüfung. Er ersetzt keine professionelle Rechtsberatung. Ja. Okay. Ich gehe mal hier wieder zurück in unser Multi-User, Multi-KI-Agenten-Chat. Dann würde ich sonst noch mal die Frage in die Runde stellen. Bestehen jetzt noch Fragen, die ich beantworten könnte? Oder ist alles soweit klar? Okay, dann würde ich an der Stelle sagen, wenn keine Fragen mehr bestehen, ich gebe noch mal ganz kurz Zeit. Da würde ich gerne noch mal hinweisen auf unsere Satware AI-Seite. Hier können Sie sich gerne auch noch mal informieren über unsere KI-Agenten einzeln, was die so können. Und neben der Anmeldung für unsere Webinare haben wir hier auch einen Zugang zum Bestellen. Also wenn Sie hier den Chat mal persönlich ausprobieren wollen, können Sie das hier über das Formular anmelden und dann werden Sie von uns einen Zugang erhalten. Ja, das zu dem Thema. Genau, im Chat ist der Link auch noch mal zu dem Zugang. Den hat der Dietmar gepostet. Da können Sie gerne draufklicken und sich mal umsehen. Okay. Gerne. Dann, wenn keine weiteren Fragen bestehen, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Abschluss. Ich mache dann an der Stelle meine Kamera noch mal an und bedanke mich dann sehr herzlich für die Teilnahme. Bei Fragen können Sie uns natürlich auch immer per E-Mail kontaktieren oder genau, oder anrufen, wie Sie wünschen. Also, dann bedanke ich mich und bis hoffentlich bald. Es tippt noch jemand. Moment. Vielen Dank, sehr gerne. Freut mich, wenn es etwas informativ war. Als Einsteigerseminar versucht man natürlich nicht ganz in die Tiefe zu gehen, dass es nicht zu kompliziert wird.
Aber ist schön, wenn man da mitnehmen konnte. Also, bis dann. Tschüss.